Hallo, mein Name ist Diana. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und heute erzähle ich was über Berlin. Let's go! Mein erster Punkt ist Flohmarkt am Mauerpark. Am Sonntag von 9 bis 6 Uhr könnt ihr ein paar Stunden auf dem Flohmarkt am Mauerpark spazieren. Da könnt ihr auch unterschiedliche Möbel, Kleidungen und Antiquariaten anschauen. Das finde ich wirklich sehr interessant. Sowas habe ich nirgendwo gesehen. Nummer 2: Das Haus der Kulturen der Welt. Das ist ein Ausstellungsort in Berlin für die internationalen Künste. Nummer 3: Siegessäule. Das erinnert nach Deutsch-Danischen Krieg und ist mit 24-karatigem Blattgold vergoldet. Nummer 4: Reichstagsgebäude. So, hinter mich befindet sich jetzt der Reichstag und Ende 90er Jahren hat er diese Glaskuppel, ich hoffe, ich zeige das richtig, bekommen und nördlicher befindet sich Brandenburger Tor. Man muss einfach da reingehen und einfach geradeaus. Und was ich noch sagen wollte, dass man Tickets online buchen muss, weil ich habe das nicht gemacht. Also ich habe das schon gemacht, aber es gab nicht mehr freie Termine, deswegen komme ich auch nicht rein. Und es gibt das 360 Grad Blick auf München sage ich, auf Berlin. Und was noch? Es gibt auch Videoguides in unterschiedlichen Sprachen. Also bitte rechtzeitig buchen und bitte aufpassen, weil es gibt bestimmte Tage, wann man nicht rein darf. Jeder Quartal, glaube ich. Vor der Berliner Reichstagsgebäude befindet sich der Platz oder das Feld, wo man sich einfach entspannen kann. Dadurch, dass ich am Vormittag und Nachmittag hier war, könnt ihr sehen, wie schön das Reichstagsgebäude während der Sonnenuntergang aussieht. Nummer 5: Das Brandenburger Tor. Ein Tipp von mir: Falls ihr gute Fotos oder Videos machen wollt, besucht das Brandenburger Tor am besten in den frühen Morgenstunden. Am Mittag sind hier zu viele Menschen. Hobby easy. Sunshine, sunshine, reggae, reggae. Das Brandenburger Tor ist wahrscheinlich der wichtigste Wahrzeichen der Stadt. Das steht für Einheit und Frieden. Das ist wirklich sehr schön und wunderbar. Was ich erst jetzt erfahren habe, dass neben Brandenburger Tor ist Reichstag. Das ist da, man sieht noch hier diese Dings da oben. Und da vorne ist hier so Fernsehturm. Sieht wirklich sehr schön aus. Nummer 6: Das Holocaust-Mahnmal. Hier befinden sich 2711 Säulen und unten kann man ein Museum finden. Das ist wirklich sehr cool und das empfehle ich. Offiziell heißt es auch Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Ein Ort, um der Opfer des Holocaust zu gedenken und mehr über diese schrecklichen Verbrechen des 20. Jahrhunderts zu erfahren. Die 4 Themenräume informieren über die zu ehrenden Opfer und die authentischen Stätten des Gedenkens. Die Personalisierung von Erinnerungen
erfolgt unter anderem durch die Darstellung exemplarischer Familiengeschichten aus den sehr unterschiedlichen jüdischen Lebenswelten, die durch den Holocaust zerstört wurden, und durch die Verlesung von Kurzbiografien ermordeter und verschollener Juden im Raum der Namen. Nummer 7. Ein Kontrollpunkt Checkpoint Charlie. Der Checkpoint Charlie war einer der Berliner Grenzübergänge durch die Berliner Mauer zwischen 1961 und 1990. Der befindet sich auf der Friedrichstraße. Diese Linie, das bedeutet, dass hier früher Berliner Mauer war. Das ist auf dem Potsdamer Platz. Nummer 8. Panoramapunkt. Wir kommen schnellst noch zu Europass. Das dauert nur 20 Sekunden, dann sind wir im 24. Stock, 90 Meter hoch. Hier oben am Display können Sie es sehen. Bis zu 30 km/h reichen wir dabei. Das sind 8,5 Meter pro Sekunde. Oh mein Gott. Ja. Man spürt das. Und schon sind wir da. Wow. Links beginnt der Rundgang. Wir haben 2 Aussichtsetagen und ein Café. Viel Spaß. Dankeschön. Wiedersehen. Der Fernsehturm, das Brandenburger Tor, die Gedächtniskirche und viele weitere Sehenswürdigkeiten liegen nun zu Füßen. Sogar auch hier befindet sich ein Stück von der Berliner Mauer. Nummer 9. Potsdamer Platz. Historischer Platz seit dem Mauerfall, ein beliebtes Unterhaltungszentrum mit Restaurants und Geschäften. Der Potsdamer Platz wurde als ganzes Stadtviertel von Architekten geplant und mit Erfolg durch Kinos, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten zwischen den Hochhäusern werden von Berliner und auch von Touristen gleichmäßig genutzt. Hier befindet sich auch Sony Store. Der Sony Store ist der einzigste Sony Flagship Store in ganz Deutschland. So sieht Potsdamer Platz in der Nacht. So, wir sind jetzt neben Boulevard der Stars. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und was hier wirklich lustig ist, ich war gestern hier, das ist Potsdamer Platz. Gestern waren wir hier. Und wir standen wirklich hier und wir haben diese Wolkenkratzer fotografiert. Und das da unten haben wir nicht gesehen. Und heute haben wir uns diese Tagesticket nicht gekauft und fast 15 Kilometer, nee, schon fast 20 glaube ich, durchgegangen. So, das finde ich wirklich cool. Und das ist auf der Mitte der Straße. Cool. Seid ihr nicht so dumm wie ich, deswegen einfach immer alles googeln und vorher anschauen und wirklich einen Plan machen.
So, das war mein erstes Video über Sehenswürdigkeiten in Berlin. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Klick Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.